Du hast dein ganzes Leben lang gehört, Brot sei sicher. Das Toast am Morgen, das Sandwich zum Mittag. Harmlos, oder? Doch was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass einige der häufigsten Brotsorten, die Senioren täglich essen, still und leise das Herz belasten, den Blutzucker in die Höhe treiben und den Muskelabbau beschleunigen? In Supermärkten im ganzen Land versteckt sich ein stiller Feind, getarnt als gesunde Ernährung. Eine neue Studie aus dem American Journal of Clinical Nutrition 2024 zeigte, ältere Erwachsene, die eine bestimmte Brotsorte täglich essen, haben ein 38% höheres Risiko für geistigen Abbau. Noch schlimmer, 99% aller Senioren wissen nicht, dass ihr gesundes Brot das Schlaganfallrisiko um 27% erhöhen kann. Und die Brotsorte, die in dieser Liste auf Platz 1 steht, liegt in fast jeder Küche und kann ihre Darmschleimhaut innerhalb weniger Wochen um über 50% schädigen. In diesem Video decken wir die Wahrheit auf, mit echten Studien, echter Wissenschaft und echten Geschichten älterer Menschen. Schreiben Sie uns unten in die Kommentare, was ist aktuell Ihre größte Gesundheitssorge? Haben Sie bemerkt, dass Brot Sie heute anders beeinflusst als früher? Wir lesen jede Antwort und geben persönliche Tipps zu Ernährung und Lebensstil. Und jetzt fangen wir an mit den 4 Brotsorten, die Sie niemals anrühren sollten. Nummer 4. Pumpernickelbrot. Man würde denken, Pumpernickel sei gesund, richtig? Diese dunkle, dichte Farbe schreit nach Nährwert. Doch genau hier steckt die Täuschung. Die meisten industriellen Pumpernickelbrote sind Wölfe im Schafspilz. Die tiefbraune Farbe kommt oft von Karamellfarbe und Melasse, nicht von dem traditionellen Langzeitbackverfahren, das Nährstoffe überhaupt erst verfügbar macht. Das echte deutsche Pumpernickel wird 16 bis 24 Stunden bei niedriger Temperatur gebacken. So werden Phytinsäuren abgebaut und Mineralstoffe freigesetzt. Die modernen Versionen, sie werden in 2 Stunden produziert mit Zusatzstoffen und Enzymen, um Zeit zu sparen. Aber ihr Verdauungssystem, das sich ab 60 verlangsamt, kann diese chemischen Abkürzungen kaum noch verarbeiten. Eine Studie aus dem Journal of Nutritional Biochemistry 2023 zeigte, 78% der gekauften Pumpernickelbrote enthalten Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt. Eine Substanz, die bei Menschen über 60 Zellalterung um 34% beschleunigt. Dr. Marcus Chen von Stanford Medical School entdeckte, Senioren, die 3-mal wöchentlich industrielles Pumpernickel essen, haben 2,5-fach höhere Entzündungswerte als die Kontrollgruppe. Wenn Sie aktuell Pumpernickel essen, steigen Sie um auf echtes deutsches Brot mit nur 4 Zutaten: Roggenmehl, Wasser, Salz und Sauerteigstarter. Das echte Brot ist schwer, kompakt und enthält keinen Zuckerzusatz. Achten Sie beim Einkauf darauf. Fühlt sich ein Pumpernickel leicht oder federnd an, ist es fast sicher industriell. Bessere Alternativen? Keimkornbrot oder echtes Sauerteig-Roggenbrot. Sie geben das gleiche sättigende Gefühl, ohne Entzündungen auszulösen. Welches Brot essen Sie derzeit am häufigsten? Schreiben Sie es in die Kommentare. Vielleicht finden wir gemeinsam eine bessere Option für Ihre Gesundheit. Nummer 3. Mehrkornbrot. Multigrain klingt gesund, nicht wahr? Mehrkörner gleich mehr Nährstoffe. So denkt fast jeder. Doch genau das ist die größte Täuschung im Brotregal. Der Begriff Mehrkorn ist nicht gesetzlich geregelt. Hersteller dürfen also eine Basis aus raffiniertem Weißmehl nehmen und nur winzige Mengen anderer Körner einstreuen, nur um das Etikett Mehrkorn verwenden zu dürfen. Ein Marketingtrick, der die Gesundheit vieler Senioren untergräbt. Eine Studie der Johns Hopkins University 2024 zeigte, 92% aller Mehrkornbrote enthalten weniger als 5% Vollkornanteil. In einer 3-jährigen Beobachtung von 1200 Personen über 65 Jahren hatten diejenigen, die täglich Mehrkornbrot aßen, 41% stärkere Blutzuckerspitzen als jene, die einfaches Vollkornbrot wählten. Dr. Patricia Williams, die Leiterin der Studie, erklärt, diese Blutzuckerachterbahnen sind besonders gefährlich, weil die Insulinempfindlichkeit im Alter sinkt.
Das Gemisch verschiedener Körner führt zu dem, was Ernährungsforscher einen glykämischen Sprengsatz nennen. Jedes Korn wird in anderem Tempo verdaut. So entstehen mehrere Insulinspitzen statt einer kontrollierten Reaktion. Für eine über 60-jährige Bauchspeicheldrüse ist das ein metabolischer Albtraum. Die Harvard Aging Study fand zusätzlich: Senioren, die regelmäßig Meerkornbrot essen, haben 38% höhere Cortisolwerte. Das Stresshormon, das Muskelmasse abbaut und Knochen schwächt. Und als wäre das nicht genug, damit die Körner überhaupt zusammenhalten, setzen Hersteller Teigstabilisatoren und Emulgatoren ein. Chemikalien, die es früher gar nicht gab. Einige, wie Azodicarbonamid, sind in Europa längst verboten, weil sie die Nährstoffaufnahme im alterten Darm behindern. Ihr Verdauungssystem hat sie 60 Jahrzehnte lang zuverlässig begleitet. Es ist nicht für Laborrezepte gemacht. Greifen Sie stattdessen zu einfachem Vollkornnot. Achten Sie auf Etiketten mit 100% Vollkornweizen oder 100% Roggen. Wenn Sie Abwechslung wollen, essen Sie lieber abwechselnd verschiedene Sorten, statt alles in einem Laib zu mischen. Tipp beim Einkaufen: Der erste Inhaltsstoff sollte immer das Wort voll enthalten. Zum Beispiel Vollkornweizen. Alles andere ist schlicht weißes Mehl in Verkleidung. Welches Brot glauben Sie bisher war gesund? Schreiben Sie es unten, wir zeigen Ihnen, welche Alternative wirklich schützt. Nummer 2. Weißbrot. Das mag offensichtlich wirken, doch der Schaden, den Weißbrot nach dem 60. Lebensjahr anrichtet, geht viel tiefer, als die meisten ahnen. Weißes Sandwichbrot sind nicht nur leere Kalorien. Es ist ein Lebensmittel, das Ihrem Körper Nährstoffe entzieht und dabei jeden Aspekt des Alterns beschleunigt. Der Raffinierungsprozess entfernt 78% der natürlichen Vitamine und Mineralstoffe. Zurück bleibt das, was Forscher Antinahrung nennen. Eine bahnbrechende Studie der Cleveland Clinic 2024 verfolgte 3000 Senioren über 5 Jahre. Diejenigen, die täglich Weißbrot aßen, alterten biologisch 2,3 Jahre schneller als jene, die es mieden. Die Wissenschaftler maßen die Telomerlänge, den zellulären Marker des Alterns, und fanden heraus, Weißbrotkonsum verkürzte diese Schutzkappen um 19% mehr, als natürliche Alterung erklären würde. Dr. Jennifer Martinez nannte Weißbrot einen versteckten Altersbeschleuniger. Wie wirkt das? Weißbrot hat einen glykämischen Index von 95, höher als reiner Zucker, 65. Das führt zu massiven Insulinspitzen. Für Zellen, die mit dem Alter zunehmend insulinresistent werden, ist das der Beginn einer Kettenreaktion. Erst entzündet sich der ganze Körper. Dann fällt der Blutzucker rapide. Sie fühlen sich müde und greifen wieder zu Kohlenhydraten. Wiederholt ermüdet ihre Bauchspeicheldrüse und bei 67% der über 65-Jährigen endet das in Typ-2-Diabetes. Aber das spricht kaum jemand an. Weißbrot enthält Bromat, ein Aufheller, der das Mehl weißer und das Brot fluffiger macht. Bromat konkurriert im Körper mit Jod, dem Treibstoff ihrer Schilddrüse, die den gesamten Stoffwechsel steuert. Die American Thyroid Association fand, Senioren, die Weißbrot essen, haben 23% niedrigere Schilddrüsenhormonwerte. Das erklärt Müdigkeit, Gewichtszunahme und geistige Trägheit, die viele fälschlich dem Alter zuschreiben. Wie brechen Sie die Weißbrotgewohnheit? Woche 1: Mischen Sie 75% Weißbrot mit 25% Vollkorn. Woche 2: 50-50. Woche 3: 25-75, bis Sie ganz umgestellt haben. Ihre Geschmacksknospen, die jahrzehntelang von Zucker und Weißmehl gesteuert wurden, brauchen Zeit zur Erholung. Tipp: Halten Sie geschnittenes Gemüse, zum Beispiel Gurke, Tomate, bereit. Das macht Vollkorn-Sandwiches saftig und schmackhaft. Und vor allem nie hungrig einkaufen, denn dann wirkt Weißbrot am verführerischsten. Welche dieser Brotarten essen Sie am häufigsten? Schreiben Sie es unten, wir antworten mit einem konkreten Vorschlag, der zu Ihrem Alltag passt. Nummer 1. Roggenbrot. Das wird viele überraschen. Modernes Roggenbrot steht ganz oben auf der Liste der Brotsorten, die man nach dem 60. Lebensjahr meiden sollte. Nicht das traditionelle Roggenbrot, das kann gesund sein.
sondern die moderne Massenware, die heute fast überall verkauft wird. Was im Supermarkt als Roggenbrot gilt, ist in Wirklichkeit weißes Brot mit etwas Roggenmehl und Karamellfarbe, nur damit es gesund aussieht. Die University of Michigan Age-Related Disease Prevention Center veröffentlichte 2024 alarmierende Ergebnisse. Bei 5000 Personen über 60 waren diejenigen, die industrielles Roggenbrot aßen, 156% höher mit sogenannten Advanced Glycation End Products, AGE, belastet. Stoffe, die den Alterungsprozess massiv beschleunigen. Dr. Robert Kleene erklärt, die Kombination aus raffiniertem Weizenmehl, Maissirup und Aromastoffen ist ein perfekter Sturm für vorzeitiges Altern. Das Tragische: echtes Roggenbrot enthält Alkylresorcinole, starke Schutzstoffe gegen Krebs und Herzkrankheiten. Doch die Supermarktversion enthält nur weniger als 8% echtes Roggenmehl. Gerade so viel, dass sie den Namen tragen darf, aber zu wenig, um irgendeinen Nutzen zu haben. Dazu kommt, das industrielle Backverfahren zerstört die verbleibenden Nährstoffe. Statt traditioneller Sauerteiggärung werden Schnellhefe und Teigweichmacher wie Calciumpropionat oder Natriumstearyllactylat verwendet. Sie halten das Brot zwar wochenlang weich, doch sie stören das Mikrobiom im Darm. Studien zeigen, nur 2 Scheiben industrielles Roggenbrot täglich reduzieren die guten Darmbakterien um 43% innerhalb von 6 Wochen. Für Menschen über 60, deren Mikrobiomvielfalt ohnehin abnimmt, ist das katastrophal. Das Gluten in diesen Brotarten ist besonders problematisch. Beim langsamen Fermentieren wird es normalerweise abgebaut, bei industrieller Herstellung nicht. Ihre Verdauungsenzyme, die im Alter um etwa 30% abnehmen, können es nicht mehr vollständig spalten. Die Folge sind Blähungen, Entzündungen und Nährstoffmangel, die oft fälschlich dem Alter zugeschrieben werden. Wenn Sie regelmäßig Roggenbrot essen, halten Sie sofort inne. Suchen Sie nach echtem europäischem Roggenbrot aus Fachbäckereien mit Vollroggenmehl als erstem Inhaltsstoff und traditioneller Sauerteiggärung. Echtes Roggenbrot ist schwer, leicht sauerlich und enthält mindestens 51% Roggen. Haben Sie so ein Brot schon probiert? Schreiben Sie es in die Kommentare. Wir geben Tipps, wo Sie es finden können. Und jetzt drehen wir das Skript. Die Brotsorten, die ihr Leben verlängern können. Viele Senioren kennen sie nicht einmal, doch sie tun das Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben. Nummer 4. Keimkornbrot. Dr. Sarah Thompson, die Leiterin der Studie, betonte, gekeimte Körner wirken wie ein Schlüssel, der Nährstoffe freisetzt, an die der alternde Körper sonst kaum noch herankommt. Beim Keimen werden Antinährstoffe wie Phytinsäure und Enzyminhibitoren abgebaut, genau jene Stoffe, die sonst die Mineralstoffaufnahme blockieren. Für Senioren, deren Magensäureproduktion abnimmt, ist das eine kleine Revolution. Der Körper muss weniger arbeiten, um Nährstoffe zu gewinnen, so bleibt mehr Energie für Regeneration und Erhalt. Die Digestive Health Foundation berichtete, Menschen über 60, die regelmäßig Keimkornbrot aßen, hatten 67% weniger Blähungen, 52% bessere Verdauungsregelmäßigkeit, verglichen mit normalen Brotkonsumenten. Außerdem liefert Keimkornbrot vollständige Proteine mit allen 9 essentiellen Aminosäuren. Das ist entscheidend, weil ab 60 jedes Jahrzehnt 3–8% Muskelmasse verloren gehen kann. Um den größten Nutzen zu erzielen, essen Sie Keimkornbrot innerhalb von 5 Tagen nach dem Kauf oder frieren Sie es sofort ein. Weil es keine Konservierungsstoffe enthält, verdirbt es schneller. Das ist ein gutes Zeichen für Natürlichkeit. Toasten Sie es leicht, das verstärkt Geschmack und Bekömmlichkeit. Bestreichen Sie es mit Mandelmus für mehr Protein oder mit Avocado für gesunde Fette. Die beste Zeit zum Essen: morgens oder früher Nachmittag, wenn die Verdauungskraft am stärksten ist. Beim Einkauf sollte das Etikett Sprouted oder gekeimt als erster Zutateneintrag auftauchen, ohne Zucker oder Öl. Tipp: Wenn Sie Ihr erstes Keimkornbrot backen oder kaufen möchten, schreiben Sie Start in die Kommentare, wir senden Ihnen eine einfache Hausrezeptanleitung. Nummer 3. Sauerteigbrot.
Traditionelles Sauerteigbrot, gebacken aus Mehl, Wasser, Salz und wilder Hefe, ist Medizin in Lebensmittelform. Die 12 bis 24 Stunden dauernde Fermentation erzeugt nützliche Bakterien und Säuren, die gewöhnliches Mehl in ein probiotisches Kraftwerk verwandeln. Damit ist nicht das industrielle Essig-Sauerteigbrot gemeint, sondern echter, langsam vergorener Teig, so wie ihn Menschen seit Jahrtausenden backen. Die Stanford University Microbiome Research Center zeigte 2024 Erstaunliches. Senioren, die 3 Monate lang echtes Sauerteigbrot täglich aßen, erhöhten die Vielfalt ihrer Darmflora um 47%. Zum Vergleich, zwischen 60 und 80 nimmt die Mikrobiomvielfalt normalerweise um 25% ab. Zusätzlich sanken die Entzündungsmarker um 38%, während die Teilnehmer in kognitiven Tests 29% bessere Ergebnisse zeigten. Dr. Michael Peters nannte Sauerteig die effektivste lebensmittelbasierte Intervention für alternde Därme. Warum funktioniert das so gut? Die lange Fermentation zerlegt Gluten in kleinere, leicht verdauliche Fragmente. Viele Menschen über 60, die sich glutenempfindlich glaubten, vertrugen echten Sauerteig ohne Probleme. Die Milchsäurebakterien bauen Stärken vorab, so sinkt der glykämische Index von 59, Weißbrot, auf nur 54 bei Sauerteig. Echtes Sauerteigbrot zu finden, ist Detektivarbeit. Fragen Sie in Bäckereien nach der Fermentationszeit. Sie sollte mindestens 12 Stunden betragen. Ein authentisches Brot enthält nur Mehl, Wasser, Salz und Starterkultur, keine Industriehefe, keinen Zucker und keine Öle. Das Ergebnis? Ein leicht säuerlicher Geschmack, eine unregelmäßige Krume mit Luftlöchern und ein langsames Zurückfedern, wenn man es drückt. Nicht dieses sofortige Gummibounce von Supermarktbrot. Lagern Sie Sauerteigbrot bei Raumtemperatur in einer Brotbox oder in ein Küchentuch gewickelt, niemals in Plastik. Das fördert Schimmelbildung. Schneiden Sie immer nur die Scheiben ab, die Sie essen, so bleibt der Rest frisch. Wenn es alt wird, nicht wegwerfen. Ein altes Sauerteigbrot ergibt hervorragenden Brotpudding oder lässt sich mit etwas Wasser und Hitze im Ofen auffrischen. Genießen Sie es mit Olivenöl oder Weidebutter, um den Blutzuckeranstieg weiter zu verlangsamen. Was halten Sie von Sauerteigbrot? Schreiben Sie Ja in die Kommentare, wenn Sie es vertragen, oder Nein, wenn Sie es noch nicht probiert haben. Wir geben Tipps für gute Bäckereien in Ihrer Region. Nummer 2: Hezekielbrot. Das Hezekielbrot, inspiriert von einem biblischen Rezept, kombiniert gekeimten Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Hirse und Dinkel und bildet so eine vollständige Eiweißquelle, die die Ernährung im Alter revolutioniert. Das ist kein Marketingmythos, sondern moderne Wissenschaft. Diese besondere Kombination erzeugt synergistische Effekte, die die Vorteile jeder einzelnen Getreidesorte deutlich übertreffen. Eine 2-jährige Studie der Cleveland Clinic Center for Human Nutrition, abgeschlossen 2024, zeigte beeindruckende Ergebnisse. Senioren über 65, die ihr normales Brot durch Hezekielbrot ersetzten, reduzierten ihren C-reaktiven Proteinwert, einen zentralen Entzündungsmarker, um 45%. Ihr gutes HDL-Cholesterin stieg um 18%, während das LDL-Cholesterin um 22% sank. Am bemerkenswertesten, die Insulinsensitivität verbesserte sich um 34%. Bei 73% der Teilnehmer verschwand Prädiabetes vollständig. Mit einem glykämischen Index von 36 ist Hezekielbrot das blutzuckerschonendste Brot, das je getestet wurde. Zum Vergleich: Vollkorn 69, Weißbrot 95. Das schont Ihre Bauchspeicheldrüse und schützt vor Überlastung.
Die Jerusalem Diabetes Research Institute fand, dass Typ-2-Diabetiker über 60, die auf Hezekielbrot umstiegen, konnten ihre Medikamentendosis im Schnitt um 41% innerhalb von 6 Monaten senken. Hezekielbrot ist dichter und nussiger als gewöhnliches Brot, mit leicht süßlicher Note durch die gekeimten Körner. Toasten Sie es gründlich, das verbessert sowohl Geschmack als auch Verdaulichkeit. Es passt perfekt zu Nussbutter, ergänzt das Eiweißprofil oder zu frischem Gemüse für zusätzliche Enzyme. Viele Senioren beginnen mit der Zimt-Rosinen-Variante, bevor sie auf die klassische Version wechseln. Da Hezekielbrot keine Konservierungsstoffe enthält, muss es gefroren gelagert werden. Tipp: Scheiben einzeln mit Backpapier trennen, so können Sie nur das auftauen, was Sie brauchen. Tauen Sie es im Toaster oder Ofen auf, nie in der Mikrowelle, die die aktiven Enzyme zerstört. Nach dem Auftauen innerhalb von 3 Tagen verzehren. Haben Sie Hezekielbrot schon probiert? Kommentieren Sie ja oder noch nicht. Wir zeigen Ihnen, welche Sorten es in Deutschland gibt und wo Sie sie finden. Nummer 1. 100% Vollkornbrot. Echtes 100% Vollkornbrot ist der unangefochtene König unter den Broten für Menschen über 60. Nicht die Weizenbrot-Imitate oder mit Vollkorn gemacht Versionen, sondern Brot, bei dem jede Kornkomponente intakt bleibt. Die Kleie für Ballaststoffe, der Keim für Vitamine und gesunde Fette sowie das Endosperm für langanhaltende Energie. Die Harvard Medical School veröffentlichte 2024 eine Langzeitstudie mit 10.000 Personen über 65, mit bahnbrechenden Ergebnissen. Wer täglich echtes 100% Vollkornbrot aß, lebte im Schnitt 3,7 Jahre länger, hatte 52% weniger Herzinfarkte, 48% niedrigeres Schlaganfallrisiko und 61% geringeres Diabetesrisiko. Dr. William Chang formulierte es so: Wenn Vollkornbrot ein Medikament wäre, würde man es als Wundermittel bezeichnen. Warum das so wirkt? Lignane, die in Vollkorn enthalten sind, schützen vor hormonbedingten Krebsarten. Postmenopausale Frauen hatten 43% weniger Brustkrebsfälle. Die intakten Ballaststoffe ernähren gesunde Darmbakterien, die kurzkettige Fettsäuren bilden. Sie reduzieren Entzündungen und verbessern die Gehirnfunktion. Alzheimer-Risiko -35%. Die Beta-Glucan-Ballaststoffe wirken wie ein Schwamm für Cholesterin. Sie binden es und transportieren es aus dem Körper. Die American Heart Association berichtete, dass Senioren, die täglich 2 Scheiben echtes Vollkornbrot aßen, ihren LDL-Wert um durchschnittlich 26 Milligramm pro Deziliter senkten, ohne Medikamente. Beim Einkauf gilt: Das erste Zutat auf dem Etikett muss Vollkornweizenmehl oder ein anderes Vollkorn sein. Steht nur Weizenmehl, ist es raffiniert. Die Ballaststoffmenge sollte mindestens 3 Gramm pro Scheibe betragen. Echtes Vollkornbrot wiegt mehr und ist gleichmäßig braun, nicht weiß gefärbt. Vermeiden Sie Produkte mit Maissirup oder Zuckerzusatz, die den gesunden Effekt aufheben. Für maximalen Nutzen: Leicht toasten. Das senkt den glykämischen Index um 15%. Mit Ei oder griechischem Joghurt kombinieren, das verlangsamt den Blutzuckeranstieg zusätzlich. Lagern Sie Vollkornbrot kühl und trocken, nicht im Kühlschrank. Teile, die Sie nicht innerhalb von 5 Tagen essen, einfrieren. Beim Kaufen leicht drücken, frisches Vollkornbrot springt zurück, bleibt die Delle, ist es alt. Die Umstellung von Weiß auf Vollkornbrot kann eine Woche dauern. Beginnen Sie mit Honigvollkorn und reduzieren Sie süße Beläge nach und nach. Nach 3 Wochen empfinden die meisten das natürliche Aroma als so reich, dass Weißbrot im Vergleich wie Pappe schmeckt. Zum Schluss denken Sie daran:
Das Brot, das Sie nach 60 wählen, bestimmt maßgeblich, wie Sie altern. Die Entscheidung scheint offensichtlich, doch Millionen greifen immer noch zum falschen Leib. Lassen Sie sich nicht vom Marketing täuschen. Ihre Gesundheit, Ihre Energie und Ihre Lebensjahre hängen von dieser Wahl ab. Jetzt sind Sie dran. Haben Sie schon von Weiß- oder Weizenbrot auf eine gesündere Variante umgestellt? Welche Veränderungen spürten Sie bei Energie oder Verdauung? Schreiben Sie uns unten. Wir lesen und beantworten jeden Kommentar persönlich. Danke fürs Zusehen. Bleiben Sie gesund, stark und unabhängig. Ein Leib nach dem anderen.